Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und heute möchte ich euch australische Snacks vorstellen. Erst habe ich gedacht, ich mache das als Essensvideo, also ich kaufe all diese Snacks und setze mich hin und esse die. Aber das sind überwiegend Süßigkeiten und ich bin nicht so der süße Mensch. Ich mag eher Chips und Deftiges. Und wenn ich das alles kaufen würde, hätte ich den Schrank voller Süßigkeiten und muss nicht sein. Wir müssen hier kein Essen verschwenden. Und anstatt, dass ich das esse, werde ich euch hier Bilder einblenden und euch erklären, wie es schmeckt. Ich habe fast alles selber probiert. Ja, ich glaube, ich habe nur ein Ding auf meiner Liste, das ich noch nicht probiert habe, aber das ist okay. Und ich werde auch wahrscheinlich 100 Snacks vergessen. Also nehmt es mir bitte nicht böse, weil mir einfach nicht mehr eingefallen ist. Außerdem wollte ich nicht, dass das Video ewig lang wird. So wie jedes Land hat auch Australien seine Spezialitäten. Ich fange an mit dem Fairy Bread. Das ist weißes Toastbrot, ungetoastet, mit Margarine drauf oder Butter. Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten benutzen Margarine, weil es günstiger ist und besser zum Schmieren ist. Und dann sind da Streusel drauf. Einfach die runden, bunten Zuckerstreusel. Es schmeckt gut. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht vom Geschmack. Es ist sehr leicht. Du kannst nicht zu viel davon essen. Aber was bitte ist das? Lass uns über das nächste reden. Der nächste Snack oder Süßigkeit sind Tim Tams. Tim Tams sind 2 Kekse und drin ist eine Füllung, meistens mit Schokolade oder irgendein anderer Geschmack. Die gibt es in verschiedenen Sorten und dann nochmal Schokolade drumherum. Das ist sehr berühmt. Jeder mag das. Wie gesagt, ich bin nicht so die Süße. Ich mag Tim Tams überhaupt nicht. Und bitte, liebe Australier, schmeißt mich nicht dafür raus, weil angeblich kann man gelüncht werden, wenn man keine Tim Tams mag. Und dann gibt es diesen Tim Tam Slam. Und zwar beißt du die obere linke Ecke und die untere rechte Ecke ab. Und dann dunkst du das in deinen Kaffee. Und dann trinkst du den Kaffee durch den Tim Tam wie so ein Strohhalm. Absolut nicht für mich. Es ist auch sehr messy, also falls du das probieren willst, viel Spaß. Das nächste sind Lamingtons. Und zwar Lamingtons ist ein nationaler Kuchen, würde ich sagen. Das ist ein Sponge, also ein Biskuit. Und dann ist das mit ganz dünner Schokolade außenrum. Und dann kommt da Kokosnussstreusel drauf. Also nicht Kokosnussstreusel, sondern die geriebene Kokosnuss. Die schmecken echt gut. Also das mag ich. Ich glaube, die hat auch in der Mitte eine ganz, ganz dünne Schicht Marmelade. Also das ist... Oh, Lamingtons esse ich gerne. Kuchen, da greife ich dann schon eher zu als zu so einem Keks wie Tim Tams. Das nächste ist Cherry Ripe. Australier hassen Cherry Ripe. Ich glaube, ich bin die Einzige, die Cherry Ripe mag. Cherry Ripe ist einfach nur eine Schokoladenriegel mit dunkler Schokolade. Ich glaube, man kann es mit Milchschokolade finden, aber ich glaube, mit dunkler Schokolade schmeckt das am besten. Dann ist da Kokosnuss drin mit Kirschgeschmack. Und es schmeckt wie ein Bounty, aber halt mit Kirsche. Ich finde, das schmeckt voll geil. Viele mögen das nicht. Ihr kennt ja Celebrations und da ist immer irgendwas, was andere Leute nicht essen. Und das wäre hier Cherry Ripe und dieses andere ist Turkish Delight. Also Turkish Delight ist diese türkische Jelly Süßigkeiten. Also Turkish Delight ist das andere, was hier keiner isst, aber ich mag das auch nicht. Das nächste ist eher schon mein Ding und das sind Twisties. Das sind Chips. Also ich nenne die Chips. Das sind so Spiralkartoffeldingens. Und dann gibt es die in 2 Geschmacksrichtungen. Einmal Käse und einmal Hühnchen. Ich mag die Käse besser. Die sind sehr, sehr salzig, aber die schmecken richtig, richtig geil. Weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber das sind halt sehr interessante Chips. So, wenn ihr mal Twisties seht, wo auch immer, probiert die. Die sind richtig geil. Das nächste, was sehr australisch ist, ist die Vegemite. Und in England haben die ja Marmite. Leute sagen, es ist das Gleiche, aber angeblich ist es nicht. Und jeder ist mehr stolz auf sein eigenes Dingens. Und das ist so fermentete Hefe, B-Komplexe und was man normalerweise macht, du nimmst ein Stück Brot, toastest du, machst Butter drauf
Und dann machst du Vegemite drauf. Und dann gibt es ja die ganzen richtigen Hardcore-Leute, die machen viel drauf. Und dann gibt es ja natürlich die Schwächlinge, die machen da wirklich nur so ein ganz kleines bisschen drauf. Ich habe das gekauft, ich habe das probiert, ich mag es nicht. Und das ist wirklich, das spaltet das Land. Entweder du magst das oder du magst das nicht. Da gibt es keinen Unterschied. In England ist es genauso. Entweder du magst Marmite oder du magst das nicht. Da ist kein Unterschied. Das nächste ist auch in meinem Repertoire auf Dinge, die ich gerne esse, Snacks. Und das sind Burger Rings. Die sollen angeblich wie Burger schmecken. Schmecken die aber nicht. Sind super salzig und die schmecken mehr nach Ketchup, also Tomatensoße. Sehr schlecht für dich. Aber ab und zu kann man das mal haben. Und die Packung ist normalerweise immer nur so klein. Sehr schmal und sehr klein. Und die kostet meistens nur $1. Und da isst du das und dann kaufst du das nicht mehr für 6 Monate. Ich habe noch 4 Dinge. Und zwar Chips gibt es hier in allen Geschmacksrichtungen. Alle Geschmacksrichtungen, die du dir vorstellen kannst, außer Paprika. Warum gibt es hier keine Paprika-Chips? Weiß ich nicht. Gibt es in England auch nicht angeblich. Keine Chio-Chips, keine Crunch-Chips. Leider, leider. Aber dafür gibt es alle anderen Geschmackssorten. Balsamico und Pfeffer und Roast Pork und Caramelized Onions und Chicken, Honey Soy Chicken und was auch immer du dir vorstellen kannst, gibt es bestimmt als Chipsorte hier. Das nächste ist Eis, also Eiscreme. Und das ist auch sehr australisch. Ich glaube, das gibt es hier auch nur in Australien und das ist Golden Gate Time. Das ist mit Abstand das beste Eis, das ich je probiert habe. Hands down. Ich kann es nicht beschreiben, diese Streusel, die um das Eis drumherum sind. Es ist nicht zu süß und es ist nicht zu überwältigend. Also ich kann das nicht beschreiben, aber wenn du wirklich es mal nach Australien schaffst oder irgendwo Golden Gate Time findest, probier's. Probier aber das Original, bevor du alle anderen Sorten probierst. Die haben ja mittlerweile alle möglichen Sorten von Golden Gate Time. Golden Gate Time, bestes Eis auf der ganzen weiten Welt. Und die letzten 2 Produkte ist die Anzac Biscuits. Ich glaube, das sind Haferkekse mit irgendwas. Ich würde euch das hier irgendwo aufschreiben, was das ist. Habe ich selber noch nicht probiert. Ist halt Anzac steht für Australien und Neuseeland, Army, irgendwas. Und da kam halt dieser Keks dabei raus und die heißen Anzac Biscuits und die sind sehr australisch. Und das letzte Produkt ist Milo. Milo ist sozusagen Schokoladenmilch, wie Nesquik, dass man in Milch aufrührt. Aber es hat Malz drin. Ich persönlich mag es nicht. Mir schmeckt das nicht. Ich liebe Nesquik oder alle anderen heiße Schokoladensorten, aber die Australier lieben Milo. Die gibt es hier als Cornflakes, die gibt es hier als Riegel. Alles Mögliche kannst du hier finden mit Milo. Wenn du das findest, probier's. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen und lass mich wissen, was du darüber denkst. Ja, das waren meine australischen Snacks oder australische Spezialitäten. Ja, lass mich wissen, ob ich irgendwas vergessen habe, weil ich bestimmt Dinge vergessen habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sehe dich in meinem nächsten Video. Bye!